Frau Merser, was ist in Ihrem Beruf wichtig? Es ist ja kein leichter Beruf. Das stimmt. Als Mechatronikerin macht man manchmal auch körperlich schwere Arbeit. Die Teile von den Maschinen wiegen oft richtig viel und man wird oft schmutzig. Gibt es noch etwas, was für Ihren Beruf besonders wichtig ist? Man muss genau sein, muss sehr exakt arbeiten und man muss immer eine Lösung finden. Das gefällt mir. Ich bin kreativ. Ist das genug, genau und kreativ zu sein? Naja, ich habe einfach Spaß an Technik. Das ist das Wichtigste. Und Elektronik gehört zu Technik einfach dazu. Wie haben Sie gemerkt, dass Mechatronikerin Ihr Beruf ist? Ich fahre gern Motorrad und habe ein altes Motorrad repariert. Da habe ich gemerkt, dass mir Technik viel Spaß macht. Was haben Sie vorher gemacht? Ich habe zuerst einmal Abitur gemacht und danach gleich begonnen, Chemie zu studieren. Hat Ihnen das nicht gefallen? Doch, es war schon gut. Das Studium hat Spaß gemacht. Deshalb habe ich auch lange studiert. Und ich habe in den Ferien gearbeitet, später auch neben dem Studium. Was für einen Nebenjob hatten Sie denn? Zuerst war ich Briefträgerin für 3 Jahre, immer 2 Monate lang im Sommer. Das war ein guter Job. Muss man da nicht früh aufstehen? Doch, doch. Ich musste um 4:30 aufstehen und um 5:30 in der Postzentrale sein. Das war schon hart. Aber ich war gegen Mittag fertig und hatte dann frei. Sie sagten, dass Sie später auch neben dem Studium gearbeitet haben. Was haben Sie noch gemacht? Ich war auch eine Zeit lang Taxifahrerin. Da habe ich ganz gut verdient. Vor allem durch das Trinkgeld. Und ich hatte immer viel Kontakt mit Menschen. Warum haben Sie gerade als Taxifahrerin gejobbt? Da konnte ich am Abend und in der Nacht arbeiten, eben neben dem Studium. Und dann waren Sie mit dem Studium fertig und Chemikerin. Ja, genau. 2 Jahre lang war ich bei einer großen Firma angestellt. Da habe ich im Labor Kontrollen und Analysen von Stoffen gemacht. Warum sind Sie nicht Chemikerin geblieben? Ich habe im Labor immer dieselben Tests durchgeführt. Es war immer dieselbe Arbeit, keine Abwechslung. Das hat mich nicht glücklich gemacht. Und dann haben Sie Ihre Lust an Technik entdeckt, stimmt's? Ja, genau. Deshalb habe ich auch beschlossen, dass ich noch mal was Neues lernen will. Ich habe eine Ausbildung zur Mechatronikerin angefangen. 3 Jahre Ausbildung und daneben die Berufsschule. Das habe ich noch keine Minute bereut. Hey Boris, machst du auch gerade Pause? Wie geht's denn so? Es geht so. Es ist leider echt stressig diese Woche. Ich hätte gern Zeit für eine längere Pause, aber ich muss gleich wieder an den Computer. Ach du Arme, was musst du denn so dringend machen? Ich habe gleich noch eine Besprechung. Was für eine Besprechung? Ach, es geht um den Auftrag in Schweden. Der ist super wichtig, sagt der Chef. Darum fragt er auch ständig nach. Habt ihr das schon gemacht und das? Und ist das Programm auch vorbereitet? Die Unterlagen habe ich fertig. Aber der Chef möchte die Präsentation nochmal mit mir ansehen. Und in einer Stunde kommen noch die 2 Geschäftspartner aus Schweden dazu. Herr Jeschke, kommen Sie bitte zu mir ins Büro. Ja, bin schon auf dem Weg. 2. Hätten Sie kurz Zeit, mir zu helfen? Natürlich. Was ist denn das Problem? Für die Besprechung heute brauche ich dringend die Präsentation über unsere Firma. Aber ich kann sie nirgends auf unserem Server finden. Wenn das eine Datei von mir wäre, würde ich sie sofort finden. Aber so? Ach, das macht doch nichts. Das Problem kenne ich selbst. Ich suche auch auf Dateien. Aber wo die Präsentation liegt, weiß ich. Super, wo denn? Hier, unter V. Bei Allgemeines. Klicken Sie da mal drauf. Okay. Ah ja, da. Präsentationen. In dem Ordner ist sie bestimmt. Genau. Gehen Sie mal in den Ordner. Da ist es dann gleich die erste Datei. Danke. Dann kann ich die Besprechung jetzt weiter vorbereiten. Gern.
und viel Erfolg. 3. Hast du noch nicht Feierabend, Boris? Nein, leider nicht. Ich muss noch was fertig machen. Wir hatten ja heute die Besprechung mit den Geschäftspartnern aus Schweden. Ja, stimmt. Und? Wie war's? Ich denke ganz gut. Aber ich muss noch was für morgen früh vorbereiten. Da habe ich noch mal eine Besprechung. Okay. Also, ich mache jetzt Schluss. Ich denke, ich kann dich nicht mitnehmen, oder? Nein, danke. Das ist nett. Aber es dauert leider noch länger. Schade, wenn diese Besprechung nicht wäre, würde ich auch nach Hause gehen. Aber morgen Abend mache ich früher Feierabend. Da können wir zusammenfahren. Na, dann störe ich nicht länger. Mach nicht mehr so lang und dann noch einen schönen Feierabend. Ciao. Tschüss, bis morgen. A. Und? Ist es in Ordnung so, Frau Schütz? Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich wollte doch eine hellbraune Tönung und keine rote. Naja, ein bisschen rot ist schon dabei, aber mehr braun. Und das steht Ihnen doch gut. Ich sehe doch selbst, dass das rot ist. So geht das nicht. Es ist mir ja auch unangenehm, dass die Farbe ein bisschen anders geworden ist. Und was machen wir jetzt? Diese Farbe wollte ich nicht. Wir können noch einmal nachtönen. Aber das dauert dann noch mal 1 Stunde. Ich habe zwar keine Zeit, aber so kann ich nicht rumlaufen. Dann machen Sie das, aber bitte jetzt die richtige Farbe. B. Technik Brunner, guten Tag. Sie sprechen mit Vera Hobel. Guten Tag, Frau Hobel. Hier ist Kreidel. Guten Tag, Herr Kreidel. Frau Hobel, es gibt ein Problem. Wir haben die Ware noch nicht bekommen und brauchen sie ganz dringend. Oh je, was ist da passiert? Ich habe die bestellte Ware schon vor 2 Tagen weggeschickt. Aber sie ist immer noch nicht hier. Und wir brauchen sie ganz dringend. Ich verstehe. Und es tut mir auch sehr leid. Ich kümmere mich sofort darum. Da gibt es wohl ein Problem beim Kurierdienst. Die Ware muss morgen früh unbedingt bei uns sein. Ich tue, was ich kann. Und Sie hören spätestens in einer halben Stunde von mir. Auf Wiederhören, Herr Kreidel. Gut gesagt. Emotionaler sprechen mit doch. Siehst du das? Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Das macht doch nichts. Das ist doch kein Problem. Ich habe gestern dem Chef aus Versehen Saft über die Jacke geschüttet. Echt? Das ist doch peinlich. Ja, aber er war echt cool. Er hat gleich gesagt, das ist doch nicht so schlimm. 1a. Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 1b. Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 2a. Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 2b. Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 3a. Das war keine Absicht. Kein Problem. 3b. Das war keine Absicht. Kein Problem. Ach, hallo Pete. Wie geht's? Hi Marco. Ganz gut. Und dir? Mira hat gesagt, dass du einen Job suchst. Ja, das stimmt. Ich suche einen Job. Ich muss neben dem Studium einfach auch ein bisschen Geld verdienen. Ich habe ja jetzt ein Zimmer im Wohnheim und meine Eltern möchten nicht die komplette Miete zahlen. Ich muss auch einen Teil selbst bezahlen. Weißt du zufällig einen Job? Puh. Also, vormittags bin ich ja immer in der Uni, aber 3-mal die Woche könnte ich am Nachmittag arbeiten. Und am Wochenende habe ich auch Zeit. Und an was für einen Job hast du gedacht?
Keine Ahnung. Vielleicht in einem Büro oder in einem Hotel. Hauptsache, die Arbeitszeiten passen und das Team ist nett. Wo arbeitest du denn jetzt? Ach, ich arbeite immer noch als Interviewer bei dieser Marketingagentur. Es ist ganz okay. Computerschule Big Perez, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Marco Baumann. Ich habe gelesen, dass Sie jemanden für die Büroorganisation suchen. Ist das noch aktuell? Ja, die Stelle ist noch nicht besetzt. Ach, das ist ja schön. Diese Stelle ist sehr interessant für mich. Haben Sie denn schon in diesem Bereich gearbeitet? Ja, letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr bei der Firma Beusner & Co. gearbeitet und dort alle möglichen Büroarbeiten erledigt. Und im Winter habe ich ein Praktikum bei einer Sprachschule gemacht. Das ist sehr gut, denn Sie sollten auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ich würde gern wissen, wie die Arbeitszeiten sind. Ich bin ja Student und muss auch an die Uni. Suchen Sie jemanden für vormittags oder nachmittags? Wir sind da ziemlich flexibel. Wir brauchen jemanden, der 15 Stunden bei uns arbeitet. Das kann am Vormittag oder am Nachmittag sein. Nur am Freitagnachmittag müssten Sie immer hier sein, weil das Büro sonst nicht besetzt wäre. Ah ja, das würde für mich gut passen. Können Sie mir auch sagen, wie hoch der Stundenlohn ist? Ja, natürlich. Wir zahlen 14,50 € pro Stunde. Ich würde vorschlagen, Sie kommen persönlich bei uns vorbei. Dann lernen wir uns kennen und können genau über die Aufgaben bei uns im Büro sprechen. Oh ja, gerne. Passt Ihnen Mittwoch, der 10. Mai? Moment. Ja, das geht. Um wie viel Uhr soll ich bei Ihnen sein? Um 16 Uhr. Ist das möglich? Ja, kein Problem. Gut, dann vielen Dank und bis nächsten Mittwoch. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.